Hallo meine Freunde, hola Madridistas, erfolgreiche Länderspiele für unsere Jungs. Naja, bis auf einen. Dafür waren wiederum andere sehr, sehr gut. Wie haben sich unsere Jungs geschlagen? Welche Ergebnisse sind darum gekommen? Das schauen wir uns natürlich an. Dann schauen wir uns auch an, auf wen müssen wir heute achten? Wer von unseren Jungs ist heute im Einsatz? Und danach beantworte ich auch noch die Frage, die mir wohl mit Abstand am meisten gestellt wird auf meinen Social-Media-Kanälen in den letzten Tagen. Mario, hast du das Lied von Sergio Ramos gehört, wie er gegen Real Madrid schießt? Ist das wirklich so? Da habe ich eine kleine Überraschung für euch. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, während unsere Spieler, die zu Hause bleiben durften in Madrid, gerade 4 Tage Urlaub hatten, mussten die Nationalspieler ran. Und den Anfang hat gestern Arda Güler mit der Türkei in Georgien gemacht. Und ein gutes Ergebnis für Arda Güler und die Türken. Die holen sich die 3 Punkte in Georgien. Am Ende knapper, als es hätte sein müssen. Türkei gewinnt mit 3:2 in Georgien, nachdem sie 3:0 vorne waren. Und die Türkei hatten das Spiel eigentlich schon im Griff, haben in der zweiten Halbzeit, sind vom Gas gegangen, weil sie dachten, wir führen schon 3:0. Und am Ende hat man nochmal zittern müssen. Nicht mehr lange, das Tor von Georgien fiel erst in der 98. Minute. Also viel Zitterei war da nicht mehr. Die Türken haben sich vorher eine rote Karte abgeholt. Meiner Meinung nach war das auch eine rote Karte. Aber mich interessiert aus der Türkei am meisten natürlich Arda Güler. Und der hatte gestern einen Assist nach einer Ecke. Und ich frage mich, so wie dieser Junge die Ecken schießt, ist es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass endlich auch bei Real Madrid mal ein paar Ecken im Tor landen. Wir haben so starke Spieler bei Real Madrid. Militao, Hausen, Rüdiger etc. pp. Und dann hast du jemanden, der eine Ecke schießt, wie gemalt. Also eigentlich ist es eine Frage der Zeit. Ist eigentlich jede Ecke der Türkei ein Tor? Oder kommt mir das nur so vor? Also dieser Junge ist eine absolute Waffe. Deshalb habe ich im Laufe der letzten Saison so oft gesagt, dieser Junge braucht eine Chance. Wir brauchen auch die Standardsituation von Arda Güler. Aber abgesehen von der Standardsituation hat er mal wieder ein tolles Spiel gemacht. Man kann sich die Statistiken der letzten Wochen anschauen. Der Junge ist in absoluten Formhoch. Man merkt, dass er jetzt auch das Vertrauen von seinem Trainer in Real Madrid, von Xabi Alonso, bekommt. Es macht Spaß. Und übrigens, die geilste Aktion von Arda Güler war für mich nicht die Vorlage, was man denken könnte. Nein, in der ersten Minute, schaut euch mal diesen Pass an. Da hat der Pech, dass der, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ihr könnt sagen, dass der die Ballabnahme verspringt. Sonst hat Arda Güler noch einen Assist mehr. Also, wie gesagt, tolles Spiel vom jungen Türken. Kommen wir jetzt von den guten Nachrichten zu der einzigen schlechten Nachricht. Antonio Rüdiger, der einzige Spieler von Madrid, der gestern sein Spiel verloren hat. Und leider hat er negative Geschichte geschrieben. Deutschland hat gestern zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein WM-Qualifikationsspiel auswärts verloren. Wie stark ist bitte Deutschland, dass die in ihrer gesamten Geschichte noch kein WM-Qualifikationsspiel auswärts verloren haben? Wie gut kann man sein? Deutschland sagt ja. Also, gestern hat Deutschland einen rabenschwarzen Tag erwischt. Antonio Rüdiger hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Es gibt Szenen, die sehen ein bisschen nach Slapstick aus. Also, Antonio Rüdiger gerade nicht im Formhoch. Gut, dass Eder Militao wieder so stark zurückgekommen ist. Aber ich bin mir sicher, ein Antonio Rüdiger findet bald wieder zur Form. Und dann wird er für Real Madrid und auch für Deutschland abliefern. Dann kommen wir zu Spanien. Für mich ein sehr erfreuliches Ergebnis. Spanien gewinnt absolut souverän mit 3:0 in Bulgarien. Spanien ist in der zweiten Halbzeit auch vom Gas gegangen, ähnlich wie die Türken. Aber Georgien hat etwas mehr Waffen als Bulgarien. Also, vor allem, was mich gefreut hatte, Dienhausen, ein monsterstarkes Spiel, hat 90 Minuten durchgespielt, war einer der Spieler des Spiels, also der beste Transfer, einer der besten Transfers der letzten Jahre von Real Madrid. Und auch ein Dani Carvajal ist eingewechselt worden, hat 28 Minuten gespielt.
Das war aber schon in der Phase, wo das Spiel ein bisschen lockerer war. Ja, wie dem auch sei, auch Spanien holt sich die ersten 3 Punkte und am Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen in der Türkei. Ich weiß gar nicht wo, in Istanbul oder was? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren lassen. Türkei gegen Spanien, Arda Güler gegen Dienhausen und Dani Carvajal. Ich freue mich. Naja, und als Spanier sage ich jetzt schon mal, ein Unentschieden würde ich unterschreiben. Ja, dann war aber der Spieltag gestern noch nicht vorbei. Es ging nach Südamerika. Fangen wir an mit Argentinien gegen Venezuela und sehr gute Nachrichten für Franco Mastantuono. Er hat sein Debüt in der Startelf von Argentinien gegeben. Sein Spiel war ganz okay. Man sieht, dass ein Franco Mastantuono gerade nicht unbedingt in der höchsten Phase seines Peaks ist, aber er lässt immer wieder, wie bei Real Madrid gegen Mallorca, wo er im 16er nochmal den Haken gemacht hat und Arda Güler im Anschluss das Tor gemacht hat, was aberkannt wurde. Naja, auf jeden Fall hat er auch da wieder seine Qualitäten gezeigt. Gute Erfahrung, freut mich für den Jungen. Franco Mastantuono gewinnt mit Argentinien 3:0 und gibt sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft als Startspieler. Ja, wer sein Debüt nicht gegeben hat, aber wieder einen absoluten souveränen Stiefel runtergespielt hat, ist Fede Valverde. Uruguay gewinnt gestern 3:0 gegen Peru. Fede Valverde mal wieder, wie so oft, ein starkes Spiel. Ich sage immer, an Fede Valverde auf einer Skala von 1 bis 10 ist er immer 7 oder höher. Und das ist das Wichtigste, was es gibt, Konstanz. Und diese Konstanz auf dem Level, unbezahlbar. Fede Valverde, du Fußballgott. Ja, auf wen müssen wir heute achten? Heute sind auch einige Spieler von Real Madrid unterwegs. Zunächst einmal sollten eigentlich heute Real Madrid-Spieler aufeinandertreffen, denn die Ukraine spielt heute gegen Frankreich. Aber ein Lunin ist schon wieder nach Madrid zurückgereist, weil er verletzt ist. Ein Eduardo Camavinga ist bei Frankreich auch nicht dabei, wissen wir ja. Aber immerhin ein Aurélien Tchouaméni und ein Kylian Mbappé treffen heute auf die Ukraine. Ein Brahim spielt heute mit Marokko gegen eine Mannschaft. Ihr könnt es selber lesen, ich möchte es nicht sagen, sonst werde ich hier noch bei YouTube gesperrt. Aber wie ihr seht, Brahim spielt heute für Marokko. Wer heute auch spielt, ist ein Gonzalo Garcia. Der ist nämlich nominiert worden für die U21 von Spanien. Ich kann nicht verstehen, wieso dieser Spieler nicht endlich für die Nationalmannschaft debütieren kann. Ich habe das Gefühl, wenn der Gonzi heißen würde und für den FC Barcelona spielen würde, wäre er schon lange Stammstürmer von der spanischen Nationalmannschaft. Als Madrid-Spieler hat man es ein bisschen schwerer. Ein Álvaro Carreras kann da auch ein Liedchen von singen. Naja, wie dem auch sei, er spielt heute mit der spanischen U21-Nationalmannschaft gegen Zypern. Hoffen wir mal, dass Gonzalo ein paar Tore zählt. Ja, das waren die Länderspiele von gestern, auf die wir heute achten müssen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Ich glaube, meine Kommentare waren davon voll. Ich hätte es fast schon in mein Q&A genommen, weil so viele mich gefragt haben, was sagst du eigentlich zu dem Lied von Sergio Ramos, Ataquita da Real Madrid? Nun hatte ich folgendes Problem. Ich kann euch dieses Lied nicht einfach vorspielen, weil sonst sagt Urheberrecht, nein, danke, nein, gar nicht. Und dann habe ich mich an meine Freunde von Vibe FM gemeldet und die waren so nett, die haben in einer Nacht- und Nebelaktion innerhalb von einer Viertelstunde haben die das Sergio Ramos Lied, ich habe denen den Text gegeben und die haben versucht aus diesem Text, damit ihr auch die genaue Übersetzung lesen könnt, irgendwie ein Lied zu basteln. Weil ich wollte euch nicht einfach nur langweilig den Text vorlesen und Zeile für Zeile mit euch durchgehen. Ich glaube, das wäre es nicht. Ich habe mir überlegt, ihr achtet auf die Textzeile, wir hören uns die deutsche Variante von dem Lied von Sergio Ramos an. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich parallel das Original von Sergio Ramos anhören, was er singt mit seiner Melodie und den deutschen Text lesen. Das bleibt euch natürlich selber überlassen, aber ich finde, die Jungs von Vibe FM haben das super gemacht. Also, wir hören uns jetzt zusammen das Lied an von Sergio Ramos und am Ende gebe ich euch meine Meinung. Es gibt Dinge, die ich dir nicht gesagt habe, die mir noch wehtun. Ich wollte niemals gehen, du hast mich gebeten, dass ich fliege. Oh, du hast mich gebeten, dass ich fliege.
du hast mich gebeten. Ich tötete für dich, ich liebte dich und ich verteidigte dich. Aber es lag nicht an mir, du hast mich gebeten, dass ich fliege. In Gala kleidete ich mich, Blut und Schweiß gab ich dir. Ich genoss dich und ich litt unter dir. Ich hoffe, dass es dir gut geht, auch wenn ich mich ohne dich schlecht fühle. Zum Glück ging ich, weil du mich nicht gleich behandelt hast. Du hast mich geliebt und ich liebte dich, aber immer gibt jemand mehr. Alles war, wie ich es träumte, bis es Zeit war aufzuwachen. Ich setzte dir Kronen auf, du gabst mir Flügel, ich wusste nicht, dass sie nur dazu waren, damit ich mich entferne. Und ich schaue dich jetzt an, du bist immer noch genauso schön, dass niemand unentbehrlich ist. Das Leben lehrt es dir. Ein Spiel dauert 90 und ich gab dir 93, mehr als gezählt, ich wurde nie müde, es zu versuchen. Diese Geschichte war eine Legende. Ich sterbe lieber im Stehen, als auf Knien zu leben. Ich gebe das Herz, auch wenn man es mir beschädigt zurückgibt. Ich hoffe, dass es dir gut geht, auch wenn ich mich ohne dich schlecht fühle. Zum Glück ging ich, weil du mich nicht gleich behandelt hast. Du hast mich geliebt und ich liebte dich, aber immer gibt jemand mehr. Alles war, wie ich es träumte, bis es Zeit war aufzuwachen. Du vergaßt mich, du ließest mich beiseite, ohne entscheiden zu können, das ist, was mir am meisten wehtut. Und obwohl alles so war, würde ich entzückt zurückkehren. Einmal und bis zu 1000-mal, du weißt es, Zibeles. Ja, du weißt es, Cibeles. Also, zunächst einmal. Sergio Ramos ist für mich eine der größten Legenden in der Geschichte von Real Madrid. Der könnte in einem Lied auf Real Madrid alles machen. Ich wäre immer noch ein riesen Sergio Ramos-Fan, obwohl, nee, ich glaube, das würde ich ihm zu übernehmen. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen unterscheiden. Attackiert er hier wirklich Real Madrid? Nein. Er sagt ganz am Ende doch, ich liebe dich immer noch, ich schau dir zu, du bist genauso schön wie immer. Ich würde immer wieder, auch wenn es genauso laufen können würde ich immer wieder zu dir kommen. Einmal oder 1000-mal. Also, es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Real Madrid. Wen er kritisiert, ist ganz klar Florentino Perez. Denn das ist ja das Problem, was Sergio Ramos hatte, warum er weggeschickt wurde, laut seiner Interpretation, und warum er keine Wahl hatte. Also, was ist denn da wirklich passiert? Wir dürfen jetzt auch nicht die Vergangenheit vergessen. Sergio Ramos' Berater war sein Bruder. Und ich glaube, wenn so Familienparteien die Berater sind, versuchen die sich besonders zu profilieren, um der Welt zu zeigen, ich bin nicht nur Berater, weil ich sein Bruder bin, ich bin auch so ein guter Berater. Ich glaube, das steckt da oftmals dahinter. Oder ich bin nicht nur sein Berater, weil ich sein Vater bin, etc. Ich glaube, diese Berater sind immer versuchen etwas too much. Und das war der Fall bei René Ramos. Sergio Ramos, jeden Sommer gab es Hickhack bei seinen Verträgen. Paris Saint-Germain, Manchester City, was auch immer, you name it, und es war schon da. Barcelona, hat man gehört. Egal was, ja, es gab sogar Gerüchte, dass er nach Barca wechselt, bla bla bla. Und Florentino Perez hat jahrelang mit seinem Bruder, mit seinem Agenten immer wieder verhandelt. Und immer wieder gab es Stress, Probleme, Verträge etc. Und Florentino Perez mag so etwas überhaupt nicht. Und dann im letzten Jahr ist der René Ramos mit einem Vertrag von Paris angekommen, der um Meilen besser war, logisch, die können sich das leisten, als das, was Real Madrid ihm anbieten kann. Er wusste, sein Bruder ist eine Real Madrid-Legende, er kann sich relativ viel erlauben. Und Florentino Perez hat ihm nochmal ein starkes Angebot gemacht. Und Sergio Ramos
hat dieses Angebot darauf nicht reagiert. Und dann hat Florentino Perez irgendwann die Reißlinie gezogen und gesagt, das Angebot ist vom Tisch. Das war's. Wechsel dann nach Paris, wenn das dein Wille ist. Danach wollte Sergio Ramos wieder mit Florentino Perez verhandeln und die Wogen glätten. Aber bei Florentino Perez, der hatte so über die letzten Jahre die Erfahrung schon so oft mit Sergio Ramos gemacht, dass Florentino Perez gesagt hat, nein, vorbei, es wird nicht mehr verhandelt, das Angebot war auf dem Tisch, du wolltest es nicht. Ist das jetzt die feine englische Art bei so einer Legende? Ich als Madrid-Fan hätte mir gewünscht, dass ein Florentino Perez vielleicht nochmal ein weiches Herz bekommt. Aber ich bin der Letzte, der einen Florentino Perez attackieren wird. Florentino Perez führt Real Madrid zur erfolgreichsten Mannschaft der Welt. Ein Florentino Perez hat oft Verkäufe gemacht, die ich nicht verstanden habe. Mesut Özil, Ángel Di María, Casemiro etc., das waren alles Legenden. Aber es ist auch oft so, dass ein Florentino Perez oder ein Real Madrid einen Verkauf macht und die Spieler danach auf einmal gefühlt untergehen, nie wieder auf dem Niveau von Real Madrid sind. Bei einem Ángel Di María, bei einem Varane nach Manchester, ein Casemiro etc. Madrid erwischt einfach ganz oft den richtigen Zeitpunkt, Spieler zu verkaufen. Und nur so kann ein Unternehmen wie Real Madrid wirtschaftlich mithalten. Wir haben Casemiro, glaube ich, für 80 Millionen nach Man U verkauft und Tchouaméni für 90 geholt oder was auch immer, wenn ich mich da nicht täusche. Also kann man einem Florentino Perez einen Vorwurf machen? Ich hätte mir vielleicht etwas mehr Menschlichkeit gewünscht, weil bei so einer Legende wie einem Sergio Ramos, dass der gesagt hätte, ja komm, aber trenn dich von deinem Bruder als Berater, ich will jetzt hier mal Ruhe, ich sage nicht, sonst sperrt mich YouTube, aber ich will jetzt hier mal Ruhe haben. Das wäre mein persönlicher Wunsch gewesen, aber Florentino Perez, seine Geschäftsentscheidungen haben sich sehr oft als richtig erwiesen. Ja, wie gesagt, für mich ist das kein bisschen ein Diss an Real Madrid. Im Gegenteil, es ist eine Liebeserklärung. Er sagt immer wieder, ich würde alles wieder so machen. Ich würde 1 bis 1000 Mal zurückkommen. Du bist immer noch so schön wie früher, etc. Aber es ist schon eine Attacke auf Florentino Perez, wobei ich als alter Hase, kann mich an die ganzen Jahre erinnern und weiß, was es für einen Stress gab, immer wieder mit den Vertragsverhandlungen von Sergio Ramos. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Eure Meinung könnt ihr dazu gerne in den Kommentaren lassen. Wenn ihr schon mal da seid, lasst doch ein Like da, teilen, followen. Das fände ich übrigens sehr geil. Wir sind schon fast bei den 12.000. Wäre doch geil, wenn wir die über das Wochenende erreichen. Wie gesagt, bei 15.000 überlege ich mir irgendeine Überraschung. Was weiß ich, ein Treffen mit euch allen oder was auch immer. Irgendwas könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Und wir sehen uns, morgen oder übermorgen wieder. Dieses Wochenende, ihr müsst euch vorstellen, ich fliege bald wieder nach Spanien und sehr viele Freunde, Bekannte etc. möchte ich noch treffen in kurzer Zeit. Mal schauen, wie viel Zeit ich für Videos habe. Nimmt es mir also nicht übel, wenn hier oder da mal kein Video kommt. Aber spätestens am Dienstag bin ich wieder in Spanien, da gibt es täglich wieder den Inhalt. Aber trotz alledem, dieses Wochenende, irgendwann kriege ich ein Video hin. Bis dahin. A la Madrid!